Okay, bevor wir anfangen, muss ich euch etwas erzählen. Etwas, das mir letzte Woche passiert ist. Es war mein erster Arbeitstag in Deutschland. Oh, spannend. Spannend ist ein Wort dafür. Katastrophe ist ein anderes. Was ist passiert? Also, ich bin aufgewacht und habe auf mein Handy geschaut. Es war 9:03 Uhr. Oh nein! Mein Meeting war um 8:08 Uhr. Nein! Aber das war nicht das Schlimmste. Was danach passiert ist, ich erzähle es euch später, denn es wird noch viel schlimmer. Oh Max, was hast du gemacht? Ihr werdet es erfahren, aber zuerst lasst uns über Morgenroutinen sprechen, denn offensichtlich brauche ich Hilfe. Willkommen bei Deutsch für jeden Tag. Ich bin Anna. Und ich bin Max, der Mann, der seinen ersten Arbeitstag fast ruiniert hat. Heute sprechen wir über ein Thema, das für Max lebensrettend sein könnte. Die perfekte Morgenroutine. Und ich verspreche euch, nach dieser Folge werdet ihr eure Morgen komplett anders sehen. Und ihr werdet einige meiner peinlichsten Momente hören. Oh, das wird gut. Aber zuerst, wenn du jeden Tag dein Deutsch verbessern willst, dann abonniere unseren Kanal, klick auf die Glocke, damit du keine Folge verpasst. Und jetzt tauchen wir ein in die Welt des Morgens. Also Max, erzähl mir, wie sieht ein normaler Morgen bei dir aus, wenn alles nach Plan läuft? Nach Plan, das ist ein schöner Traum. Okay, wie sieht ein typischer Morgen aus? Also, mein Wecker klingelt um 6:30 Uhr. Das ist früh. Ja, aber dann passiert etwas Magisches. Meine Hand findet automatisch die Schlummertaste. Die Schlummertaste, der beste Freund aller müden Menschen. Genau. Und dann denke ich, nur noch 5 Minuten. Und dann klingelt der Wecker wieder und ich denke wieder, nur noch 5 Minuten. Und wie oft passiert das? Vielleicht 5 oder 6 Mal? 6 Mal? Max, das ist fast eine Stunde. Ich weiß, deshalb bin ich immer spät dran. Weißt du, es gibt ein Wort auf Deutsch. Morgenmuffel. Morgenmuffel, was ist das? Ein Morgenmuffel ist jemand, der morgens schlecht gelaunt ist. Jemand, der morgens nicht sprechen will, nicht funktioniert, alles hasst. Das bin ich. Ich bin ein Morgenmuffel. Das habe ich gemerkt. Aber Anna, ich muss dir etwas erzählen. Letzten Monat habe ich etwas Verrücktes gemacht. Was denn? Ich habe 10 Wecker gekauft. 10? Ja, ich habe sie überall in meiner Wohnung verteilt. Einen neben dem Bett, einen in der Küche, einen im Bad, einen im Flur. Das ist verrückt. Und weißt du was? Es hat nicht funktioniert. Warum nicht? Weil ich aufgestanden bin, alle 10 ausgemacht habe und dann wieder ins Bett gegangen bin. Nein, du bist wieder ins Bett gegangen. Ja, mein Gehirn hat gedacht, super, alle Wecker sind aus, jetzt kann ich in Ruhe weiterschlafen. Oh, Max, das ist so typisch. Ich bin hoffnungslos. Nein, du brauchst nur eine andere Strategie. Ich habe einen Trick, der wirklich funktioniert. Erzähl mir. Also, ich stelle meinen Wecker ans andere Ende des Zimmers. Ans andere Ende? Ja, so muss ich aufstehen, um ihn auszumachen. Und wenn ich einmal stehe, gehe ich nicht mehr ins Bett. Das ist clever, aber kennst du mich? Ich würde aufstehen, den Wecker ausmachen und dann wieder ins Bett fallen. Dann brauchst du einen anderen Trick. Manche Leute stellen den Wecker ins Badezimmer. Ins Badezimmer? Ja, du musst ins Badezimmer gehen, um ihn auszumachen. Und wenn du schon im Badezimmer bist, kannst du direkt duschen. Das ist eigentlich genial. Aber warte, ich habe eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Aufwachen und Aufstehen? Ich verwechsel das immer. Oh, gute Frage. Also, aufwachen bedeutet die Augen öffnen. Du bist wach, aber du liegst noch im Bett. Okay. Aufstehen bedeutet aus dem Bett kommen. Dein Körper ist vertikal. Vertikal. Ja, also du kannst um 6 Uhr aufwachen, aber bis 7 Uhr im Bett liegen. Dann bist du erst um 7 Uhr aufgestanden. Und das erklagt mein Leben. Ich wache um 6:30 Uhr auf, aber ich stehe um 7:30 Uhr auf. Eine Stunde Unterschied. Das ist das Schlummertastensyndrom. Gibt es das wirklich? Nein, ich habe es gerade erfunden, aber es sollte existieren. Weißt du, Anna, das mit dem Wecker erinnert mich an etwas sehr Peinliches, das mir passiert ist. Erzähl. Es war vor 2 Jahren in meiner alten Wohnung. Ich hatte einen neuen Wecker gekauft, einen sehr lauten. Und eines Nachts... Erzähl das ja später, weil die Geschichte ist lang und sie endet mit der Polizei. Mit der Polizei? Später. Zuerst will ich wissen, wie dein Morgen aussieht. Okay, aber du musst mir diese Geschichte erzählen. Versprochen. Also, ich bin das Gegenteil von dir. Ich bin ein Morgenmensch. Natürlich bist du das. Was soll das heißen? Du bist so organisiert. Ich wette, dein Morgen ist wie ein Schweizer Uhrwerk. Naja, nicht immer.
aber ich habe eine Routine entwickelt, die für mich funktioniert. Erzähl mir alles. Von Anfang bis Ende. Okay, also mein Wecker klingelt um 5:30 Uhr. 5:30 Uhr? Das ist mitten in der Nacht. Für mich nicht. Ich liebe die frühen Morgenstunden. Es ist still, niemand schreibt mir Nachrichten, ich habe Zeit für mich. Das klingt eigentlich schön. Aber 5:30 Uhr? Ja, also, ich wache auf und das Erste, was ich mache, ist nicht mein Handy checken. Nicht. Das ist das Erste, was ich mache. Ich weiß, das machen viele. Aber ich habe gemerkt, wenn ich morgens sofort mein Handy checke, bin ich gestresst. E-Mails, Nachrichten, News, das ist zu viel für das frühe Gehirn. Das stimmt eigentlich. Manchmal checke ich mein Handy und plötzlich bin ich wütend, weil jemand mir eine dumme Nachricht geschrieben hat. Genau. Deshalb Handy bleibt liegen. Ich stehe auf, gehe ins Badezimmer und trinke ein großes Glas Wasser. Wasser? Nicht Kaffee? Nein, erst Wasser. Dein Körper ist nach dem Schlafen dehydriert. Ein Glas Wasser weckt dich auf und ist gut für den Stoffwechsel. Das habe ich noch nie gemacht. Probier's mal. Dann mache ich 20 Minuten Yoga. Yoga? Um 5:30 Uhr in der Früh? Um 5:45 Uhr. Nach dem Wasser. Es muss kein intensives Yoga sein. Nur Stretching, Atmen, den Körper aufwecken. Ich kann mir nicht vorstellen, morgens Sport zu machen. Mein Körper funktioniert morgens nicht. Weißt du, am Anfang war das für mich auch schwer. Aber nach 2 Wochen wurde es zur Gewohnheit. Jetzt vermisse ich es, wenn ich es nicht mache. Wirklich? Ja. Nach dem Yoga dusche ich, nicht zu heiß, nicht zu kalt, und dann mache ich mir ein richtiges Frühstück. Lass mich raten. Avocado-Toast. Manchmal, aber meistens Vollkornbrot mit Käse oder ein Spiegelei und dazu Obst. Und natürlich Kaffee. Okay, du trinkst also auch Kaffee. Ich dachte schon, du bist ein Alien. Natürlich trinke ich Kaffee. Ich bin ein Morgenmensch, kein Übermensch. Aber Anna, ich muss fragen, warst du immer so oder hast du das gelernt? Das ist eine gute Frage. Ehrlich, vor 5 Jahren war ich wie du. Chaotisch, immer spät, immer gestresst. Wirklich? Ja, ich erinnere mich an einen Tag, da bin ich zur Arbeit gekommen mit 2 verschiedenen Socken und Zahnpasta im Haar. Zahnpasta im Haar? Ich war so müde, ich habe nicht gemerkt, dass meine Zahnpasta an meinen Haaren hängen geblieben ist. Das ist fantastisch. Und ich dachte, ich bin chaotisch. Du bist nicht allein. Aber dann habe ich beschlossen, etwas zu ändern. Ich habe ein Buch gelesen über Morgenroutinen und ich habe angefangen, kleine Dinge zu ändern. Was für Dinge? Erst habe ich nur eine Sache geändert. Ich habe aufgehört, mein Handy als Wecker zu benutzen. Warum? Weil ich jedes Mal, wenn der Wecker klingelte, sofort meine Nachrichten gecheckt habe. Also habe ich einen echten Wecker gekauft und mein Handy in die Küche gelegt. Und das hat funktioniert? Ja, nach einer Woche war ich weniger gestresst. Dann habe ich die nächsten Dinge geändert. Wasser trinken statt sofort Kaffee. Und so weiter, Schritt für Schritt. Also nicht alles auf einmal, sondern langsam. Genau, das ist der Schlüssel. Wenn du alles auf einmal änderst, ist es zu viel. Aber eine kleine Sache pro Woche, das ist machbar. Okay, Anna, ich glaube, ich sollte auch etwas ändern. Aber zuerst muss ich dir von meinem Badezimmer-Chaos erzählen. Oh, ich liebe Chaos-Geschichten. Also, nach dem Aufstehen, wenn ich endlich aufstehe, gehe ich ins Badezimmer. Und dort passieren Dinge. Was für Dinge? Letzte Woche zum Beispiel. Ich war so müde, dass ich meine Zahnbürste mit der Haarbürste verwechselt habe. Du hast deine Haare mit Zahnpasta gebürstet. Nein, schlimmer. Ich habe meine Zähne mit der Haarbürste geputzt. Nein, das ist eklig. Ich weiß, ich habe es erst bemerkt, als ich dachte, warum schmeckt das so komisch? Oh, Max, Ich war so müde. Mein Gehirn hat einfach nicht funktioniert. Das ist ein Zeichen, dass du mehr schlafen musst. Wahrscheinlich. Aber erzähl mir, was machst du im Badezimmer? Schritt für Schritt. Okay, also, nach dem Yoga gehe ich ins Badezimmer. Zuerst wasche ich mir das Gesicht mit kaltem Wasser. Kaltem Wasser? Ja, das weckt mich richtig auf. Dann dusche ich. Nicht zu lange. Vielleicht 7 oder 8 Minuten. Warm oder kalt? Warm, aber am Ende drehe ich das Wasser für 30 Sekunden auf kalt. Warum? Das ist gut für die Durchblutung und es macht dich wirklich wach. Ich könnte das nie. Kaltes Wasser ist mein Feind. Am Anfang war es für mich auch schrecklich, aber jetzt mag ich's. Und dann rasierst du dich? Warte, das ist eine dumme Frage. Nein, ich rasiere mich nicht, aber ich schminke mich ein bisschen.
Nicht viel. Ein bisschen Mascara, ein bisschen Lippenstift, vielleicht 5 Minuten. Jeden Tag? Wenn ich zur Arbeit gehe, ja. Am Wochenende nicht. Ich rasiere mich manchmal, wenn ich einen wichtigen Termin habe. Also einmal im Monat? Hey, vielleicht zweimal. Du bist unglaublich. Okay, Anna, ich schulde dir eine Geschichte. Erinnerst du dich? Die Geschichte mit der Polizei. Ja, erzähl. Also, das war vor 2 Jahren. Ich hatte einen neuen Wecker gekauft. Einen sehr, sehr lauten. Wie laut? 100 Dezibel. Das ist so laut wie ein Motorrad. Das ist extrem laut. Ich weiß, aber ich dachte, das ist perfekt. So wache ich bestimmt auf. Und? Die erste Nacht? Ich habe den Wecker auf 6 Uhr gestellt. Um 6 Uhr ist der Wecker losgegangen und ich habe weitergeschlafen. Du hast weiter geschlafen bei 100 Dezibel? Ja, ich hab's nicht gehört. Mein Gehirn hat es einfach ignoriert. Das ist unglaublich. Aber meine Nachbarn haben es gehört. Es hat 20 Minuten geklingelt. 20 Minuten? Ja, und dann haben meine Nachbarn die Polizei gerufen. Nein. Ja, sie dachten, mir ist etwas passiert. Vielleicht bin ich krank, vielleicht brauche ich Hilfe. Und dann? Ich habe die Tür geöffnet, im Pyjama total verwirrt, und da standen 2 Polizisten und haben gefragt, ist alles in Ordnung? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ja, ich habe nur geschlafen. Das ist die beste Geschichte. Es wird besser. Die Polizisten haben mir gesagt, dass meine Nachbarn sich über den Lärm beschwert haben, und ich musste unterschreiben, dass ich den Wecker nicht mehr so früh benutze. Du musstest unterschreiben? Ja, und danach habe ich den Wecker verkauft. Oh, Max, dein Leben ist wie eine Komödie. Kurze Pause. Wenn euch diese Folge gefällt, klickt auf Gefällt mir und schreibt in die Kommentare, was ist euch am Morgen Peinliches passiert. Ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige. Definitiv nicht. Okay, Max. Nach deinem Badezimmer-Chaos frühstückst du wenigstens richtig. Definiere richtig? Oh nein. Was isst du zum Frühstück? Also, manchmal eine Banane oder einen Müsli-Riegel. Und Kaffee. Viel Kaffee. Max, das ist kein Frühstück. Ich weiß, aber ich habe keine Zeit. Keine Zeit oder keine Lust? Vielleicht beides. Wenigstens bist du ehrlich. Aber erzähl mir, was frühstücken Deutsche normalerweise? Ich meine ein typisches deutsches Frühstück. Oh, das ist interessant. Also ein traditionelles deutsches Frühstück ist wahrscheinlich anders, als du denkst. Inwiefern? Erstens Brot. Deutsche lieben Brot. Wir haben über 3000 verschiedene Brotsorten. 3000? Ja, Weißbrot, Schwarzbrot, Vollkornbrot, Roggenbrot, Meerkornbrot. Es gibt sogar ein Brotregister in Deutschland. Ein Brotregister? Das ist sehr deutsch. Ja, also zum Frühstück essen viele Deutsche Brot oder Brötchen. Das sind kleine, runde Brote. Und was kommt drauf? Butter natürlich. Und dann entweder Marmelade, Honig oder, und hier wird es interessant, Aufschnitt. Aufschnitt? Ja, kalte Wurst und Käse. Schinken, Salami, Leberwurst, Gouda, Emmentaler. Wurst zum Frühstück? Ja, das überrascht viele Ausländer. Aber für Deutsche ist das total normal. Das klingt wie ein Mittagessen für mich. Ich weiß. Aber Deutsche essen morgens oft herzhaft, nicht süß. Interessant. Was noch? Manche essen auch ein gekochtes Ei, weich oder hart. Und dazu Orangensaft, Kaffee oder Tee. Und Müsli, Joghurt? Das ist moderner. Vor 30 Jahren war Müsli in Deutschland nicht so populär. Aber jetzt essen viele junge Leute Müsli oder Joghurt mit Obst. Und du? Du isst doch nicht jeden Morgen Wurst, oder? Nein, ich esse meistens Vollkornbrot mit Avocado oder Käse. Manchmal ein Spiegelei. Und am Wochenende mache ich mir ein großes Frühstück. Mit allem. Mit allem? Ja, Brötchen vom Bäcker, frische Brötchen noch warm. Butter, Marmelade, Käse, Schinken, Eier, Obst, Kaffee. Das ist ein richtiges deutsches Sonntagsfrühstück. Das klingt so gut.
aber unter der Woche habe ich keine Zeit dafür. Du musst ja nicht jeden Morgen so essen. Aber ein gutes Frühstück gibt dir Energie für den ganzen Tag. Anna, ich habe eine Frage. Was ist Abendbrot? Au, gute Frage. Abendbrot ist typisch deutsch. Es bedeutet kaltes Abendessen. Kaltes Abendessen? Ja, in vielen deutschen Familien ist das Mittagessen die Hauptmahlzeit. Warm, groß, viel Essen. Und am Abend isst man kalt. Brot mit Aufschnitt und Käse. Das ist so anders. In den meisten Ländern ist das Abendessen die größte Mahlzeit. Ja, das ändert sich aber. Viele Leute arbeiten jetzt den ganzen Tag und haben keine Zeit für ein großes Mittagessen. Also kochen sie abends warm. Aber die Tradition des Abendbrots existiert noch, besonders in älteren Familien. Das erklärt, warum ich in Deutschland manchmal zu Mittag eingeladen werde und das Essen riesig ist. Ich habe immer gedacht, wow, Deutsche essen viel. Nein, sie essen viel zu Mittag. Am Abend ist es weniger. Anna, ich muss dir von meinem schlimmsten Morgen erzählen. Nicht der erste Arbeitstag. Das war schlimm, aber es gibt etwas Schlimmeres. Schlimmer als mit der Polizei? Viel schlimmer. Das muss ich hören. Okay, also. Es war vor 3 Monaten. Ich hatte ein wichtiges Vorstellungsgespräch. Ein Vorstellungsgespräch? Ja, für meinen Traumjob. Eine große Firma, gutes Gehalt, alles perfekt. Und was ist passiert? Ich bin natürlich spät aufgewacht. Mein Wecker hat geklingelt, aber ich habe die Schlummertaste gedrückt. Mehrmals. Natürlich. Plötzlich wache ich auf und schaue auf die Uhr. 8:45 Uhr. Mein Vorstellungsgespräch war um 9:30 Uhr. Und die Firma war 40 Minuten entfernt. Oh nein. Also bin ich aus dem Bett gesprungen. Schnellste Dusche meines Lebens, vielleicht 2 Minuten, Zähne geputzt, während ich mir ein Hemd angezogen habe. Multitasking. Ja, Panik, Multitasking. Ich habe meine beste Hose angezogen, mein bestes Hemd, meine Krawatte, alles perfekt. Dann habe ich schnell meine Schuhe angezogen und bin aus dem Haus gerannt. Und? Hast du es geschafft? Ja, ich war pünktlich. 1 Minute zu früh sogar. Ich war so stolz auf mich. Aber? Aber ich war im Wartezimmer. Nervös, aufgeregt. Ich habe nach unten geschaut, um mich zu beruhigen. Und dann habe ich meine Schuhe gesehen. Was war mit deinen Schuhen? Ich hatte 2 verschiedene Schuhe an. Nein. Ein schwarzer Schuh, ein dunkelblauer Schuh. Oh nein. Und es wird schlimmer. Die Schuhe waren nicht nur verschiedene Farben, sie waren auch verschiedene Stile. Ein eleganter Schuh und ein Sportschuh. Ein Sportschuh zum Vorstellungsgespräch? Ja, ich war so panisch am Morgen, ich habe nicht hingeschaut. Und was hast du gemacht? Ich hatte 2 Optionen. Option 1, nach Hause fahren und die richtigen Schuhe holen, aber dann wäre ich zu spät. Und Option 2? Option 2, reingehen und hoffen, dass niemand meine Schuhe sieht. Und was hast du gewählt? Option 2. Ich bin reingegangen. Wie war das Gespräch? Also, am Anfang war alles gut. Ich habe mich hingesetzt, wir haben geredet, ich habe eine Fragen beantwortet und dann Ja? hat der Chef gesagt, kommen Sie, ich zeige Ihnen das Büro. Und ich musste aufstehen und hinter ihm hergehen. Oh nein. Ja. Und er hat nach unten geschaut und er hat meine Schuhe gesehen. Was hat er gesagt? Er hat mich angeschaut, meine Schuhe angeschaut und dann wieder mich. Und dann hat er gesagt, Was? Was hat er gesagt? er hat gelacht und gesagt, dass es mir auch schon passiert. Oh, Gott sei Dank. Ja, er war total verständnisvoll. Er hat gesagt, morgens sind wir alle ein bisschen verrückt. Hast du den Job bekommen? Ja, ich habe den Job bekommen. Das ist fantastisch. Der Chef hat später gesagt, dass er mich eingestellt hat, weil ich so ehrlich mit der Situation umgegangen bin. Ich habe nicht versucht, es zu verstecken oder Ausreden zu machen. Das ist eine gute Lektion. Manchmal sind unsere Fehler nicht so schlimm, wie wir denken. Ja, aber jetzt checke ich jeden Morgen 3-mal meine Schuhe. Max, jetzt musst du mir aber die Geschichte vom ersten Arbeitstag erzählen. Im Cold Open hast du gesagt, es wird noch schlimmer. Was ist passiert? Okay. Also ihr wisst, ich bin um 9:03 Uhr aufgewacht, Meeting um 7:30. Ja? Ich bin aus dem Bett gesprungen. Schnellste Morgenroutine meines Lebens. Duschen, ich glaube 1 Minute. Zähne putzen,
30 Sekunden. Anziehen auch nicht viel länger. Und dann? Ich bin aus dem Haus gerannt, zum Bus. Der Bus kam, ich bin eingestiegen. Alles gut. Aber? Im Bus habe ich bemerkt, mein Hemd ist falsch herum. Oh nein, Ja, die Knöpfe waren hinten. du hast dein Hemd verkehrt herum angezogen. Ja, also habe ich im Bus versucht, es zu ändern. Im Bus? Ja, die anderen Fahrgäste haben mich angeschaut. Ein älterer Mann hat gesagt, interessanter Stil. Oh Gott. Aber das war noch nicht alles. Ich bin im Büro angekommen, 45 Minuten zu spät. Alle waren im Meeting. Ich bin in den Raum gekommen Ja? und mein Chef hat mich angeschaut. Er hat sofort gewusst, dass ich verschlafen habe. Das war das T-Shirt, das du im Cold Open erwähnt hast, oder? Ja, aber es war ein Hemd. Und es war nicht nur falsch herum, es war auch noch zerknittert und ich hatte Zahnpasta am Kinn. Zahnpasta? Ja, ich war so schnell, ich habe nicht in den Spiegel geschaut. Das ist der perfekte Sturm von Katastrophen. Aber warte, es gibt noch mehr. Mehr? Ja, nach dem Meeting wollte ich mir einen Kaffee holen. Ich bin in die Küche gegangen, habe mir Kaffee gemacht und dann habe ich gemerkt, dass ich meine Hose falsch herumtrage. Deine Hose? Ja, der Reißverschluss war hinten. Max, wie ist das möglich? Ich war so müde. Ich habe einfach alles angezogen, ohne zu schauen. Dein erster Arbeitstag mit dem Hemd falsch herum, Zahnpasta am Kinn und der Hose verkehrt herum. Ja. Meine Kollegen nennen mich jetzt immer noch der Verkehrte. Das ist ein Spitzname? Ja. Aber weißt du was? Es hat auch etwas Gutes. Was denn? Alle erinnern sich an mich. Bei jedem Meeting sagt jemand, hey, heute ist dein Hemd richtig herum. Und wir lachen alle. Das ist eigentlich schön. Du hast aus einer peinlichen Situation etwas Positives gemacht. Ja, ich habe gelernt, es ist okay, Fehler zu machen, solange du darüber lachen kannst. Max, nach all diesen Geschichten, ich glaube, wir müssen dir helfen. Wollen wir zusammen Tipps sammeln? Ja, ich brauche alle Tipps, die ich kriegen kann. Okay, Tipp Nummer 1. Und das ist der wichtigste. Bereite alles am Abend vor. Alles? Ja, deine Kleidung, leg sie raus. Sau sie an, prüfe, ob alles zusammenpasst. Beide Schuhe, gleiche Farbe, gleicher Stil. Beide Schuhe checken, verstanden. Auch deine Tasche. Pack sie am Abend. Schlüssel, Geldbörse, Handy, alles, was du brauchst. Das klingt vernünftig. Und stell dir vor, du wachst morgens auf und alles liegt bereit. Du musst nicht nachdenken. Du ziehst dich einfach an und gehst. Das wäre ein Traum. Aber ich bin abends auch müde. Dann mach es direkt nach dem Heimkommen, bevor du dich auf die Couch setzt und Netflix schaust. Du kennst mich zu gut. Tipp Nummer 2. Die Abflugstation. Was ist das? Ein fester Platz bei der Tür, wo du alles hinlegst, was du morgens brauchst. Schlüssel immer am gleichen Haken, Tasche immer auf dem gleichen Stuhl. So vergisst du nichts. Das ist clever. Tipp Nummer 3. Kein Handy im Schlafzimmer. Kein Handy? Ich weiß, das klingt extrem, aber hör zu. Wenn dein Handy im Schlafzimmer ist, checkst du es vor dem Schlafen. Das blaue Licht stört deinen Schlaf und morgens ist das Erste, was du machst, dein Handy checken, statt aufzustehen. Aber ich benutze mein Handy als Wecker. Kauf einen echten Wecker. Die kosten 10 € und dein Schlaf wird besser. Das ist ein großer Schritt für mich. Fang klein an. Leg dein Handy ans andere Ende des Zimmers. Dann musst du aufstehen, um den Wecker auszumachen. Das könnte funktionieren. Tipp Nummer 4. Die 2-Minuten-Regel. Was ist das? Wenn etwas weniger als 2 Minuten dauert, mach es sofort. Schmutzige Tasse, sofort in die Spülmaschine. Kleidung auf dem Boden, sofort in den Schrank. So bleibt eine Wohnung ordentlich und du findest morgens alles. Das klingt einfach, aber... Aber du machst es nicht? Nein, meine Tassen sammeln sich auf meinem Schreibtisch. Okay, dann fangen wir dort an. Eine Woche lang. Jede Tasse sofort wegbringen. Nur das. Eine Woche. Das kann ich schaffen. Und der letzte Tipp, sei nett zu dir selbst. Was meinst du? Nicht jeder Morgen wird perfekt sein. Manchmal wirst du verschlafen, manchmal wirst du etwas vergessen. Das ist okay. Du bist ein Mensch, kein Roboter. Das ist schön zu hören. Das Wichtigste ist, dass du es versuchst. Und wenn etwas schief geht, lachst du darüber, wie du es heute gemacht hast, und probierst es morgen wieder. Danke, Anna. Das hilft wirklich. Okay, lasst mich zusammenfassen, was ich heute gelernt habe. Ja. Erstens,
Kleidung am Abend vorbereiten, inklusive beide Schuhe checken. Das Wichtigste. 2. Eine Abflugstation bei der Tür einrichten. Genau. 3. Das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen oder zumindest ans andere Ende des Zimmers legen. Super. 4. Die 2-Minuten-Regel für kleine Aufgaben. Ja. Und 5. und das ist vielleicht das Wichtigste, nett zu mir selbst sein. Nicht perfekt sein müssen. Fehler akzeptieren und darüber lachen. Du hast alles verstanden. Und 6. Niemals ohne in den Spiegel zu schauen aus dem Haus gehen. Das sollte auf einem T-Shirt stehen. Ich habe in den Spiegel geschaut und beide Schuhe sind gleich. Das perfekte Morgenmantra. Okay, Freunde, das war unsere Folge über die Morgenroutine mit allen meinen peinlichen Geschichten. Die Polizei, die verschiedenen Schuhe, das T-Shirt falsch herum. Ja, mein Leben ist ein Chaos, aber ein lustiges Chaos. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann klickt auf Gefällt mir und abonniert unseren Kanal. Und schreibt uns in die Kommentare, seid ihr Morgenmenschen oder Morgenmuffel? Und erzählt uns, was ist euch am Morgen Peinliches passiert? Wir wollen eure Geschichten hören. Ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige mit Chaos morgen. Das Transkript dieser Folge findet ihr in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören und denkt daran, beide Schuhe checken. Tschüss und einen schönen Tag. Oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Bis bald. Ciao.